Liebe Mitglieder der Freien Universität Berlin, es ist ungewöhnlich, dass sich der Präsident zum Ende des Semesters per Video zu Wort meldet. Ich habe das zumindest noch nie gemacht, aber das haben wir noch nie gemacht, ist ja auch kein guter Grund. Also hier bin ich, auch wenn es ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich war vieles in den letzten Monaten, nicht nur bei uns an der Freien Universität und in Berlin. Im April hatten wir in Deutschland einen Sonnenscheinrekord. In diesem Monat war es 1,6 Grad wärmer als im Vergleich zum Mittel der vergangenen 30 Jahre. Auch im Mai hatten wir einen Rekord zu bieten. CEDIS, das Center für digitale Systeme, hat mehr als 345.000 Teilnahmen an Veranstaltungen, Besprechungen oder Videokonferenzen an unserer Universität gezählt, die alle über WebEx ausgerichtet wurden. 345.000. So viele Menschen gibt es an der Freien Universität natürlich nicht. Das heißt aber, dass sehr viele Universitätsmitglieder an sehr vielen Veranstaltungen teilgenommen haben, online und kontaktfrei. Es wird Sie nicht überraschen, Zahlen sind meine Leidenschaft, vielleicht auch Ihre. Dann schauen Sie selbst mal nach, denn weitere rekordverdächtige Zahlen zum digitalen Semester finden sich in den Statistiken unseres Hochschulrechenzentrums der CEDAT. Anfang Juni hätten wir vielleicht einen Besucherrekord bei der 20. Langen Nacht der Wissenschaften verzeichnen können. Leider mussten wir aber das Jubiläum verschieben. Ich hoffe sehr, dass wir die 20. klügste Nacht des Jahres dann im nächsten Sommer alle gemeinsam erleben können. Ende Juni wollten wir erneut den Campus Run in Dahlem durchführen und auch ein großes Sommerfest war schon in Planung. Auch das musste leider auf das kommende Jahr verschoben werden. Ungewöhnlich und sehr beeindruckend ist so vieles, was an der Freien Universität in diesem besonderen Semester geleistet wurde und auch noch wird. Studierende haben mit Kleinkindern auf dem Schoß an Online-Seminaren teilgenommen, weil die Kitas überwiegend geschlossen blieben. Sie haben Bachelor- und Masterarbeiten in ihren WG-Zimmern geschrieben, weil der Zugang zu Arbeitsplätzen in unseren Bibliotheken nicht möglich war. Lehrende haben vom Küchentisch aus Vorlesungen und Seminare gehalten. Und bei den Beschäftigten in der Verwaltung wurde das Homeoffice zur neuen Arbeitsrealität, während sie dann nebenbei noch ihre Kinder beim Lernen zu Hause unterstützt haben oder sich um kranke Familienangehörige kümmern mussten. Unzählige Arbeitstreffen, Teambesprechungen, Gremiensitzungen, Jahrestagungen, ja sogar Preisverleihungen wurden und werden ins Netz verlegt. Es waren anstrengende Monate und immens nicht nur die technischen Herausforderungen. Glücklich war sicher niemand mit diesen Rahmenbedingungen und vermutlich ist auch manches schiefgegangen. Das war auch so in meinem Arbeitsalltag. Insgesamt aber können wir mit großem Stolz darauf zurückblicken, wie gut unsere Hochschule in diesen schwierigen Zeiten trotzdem funktioniert hat und wie besonnen, ausdauernd, innovativ, motiviert und unglaublich engagiert alle mit den Herausforderungen umgegangen sind. Jede und jeder von Ihnen hat einen großartigen Beitrag dazu geleistet und ich bin Ihnen allen sehr dankbar für die Kreativität, die Sie in diesem Semester gezeigt haben. Wir hatten ja das Sommersemester zum Kreativsemester ausgerufen und natürlich war das nicht ein Semester mit idealen Voraussetzungen für Kreativität. Aber es scheint ein Semester gewesen zu sein, bei dem wir häufig über den Tellerrand geschaut und Neues ausprobiert und Nützliches entdeckt haben. Es war ein Semester, in dem wir alle besonders viel Kreativität bei der Bewältigung außergewöhnlicher und schwieriger Umstände brauchten und auch, wie wir nun rückblickend sehen, gezeigt haben. Kreativität wird uns auch in den kommenden Monaten helfen, denn wir müssen, möchten und werden auch im nächsten Semester weiterhin gemeinsam verantwortlich handeln. Bis zum Wintersemester ist es noch eine Weile hin und bis dahin wird viel geschehen, worauf wir besonnen, innovativ und mit Sicherheit auch weiterhin kreativ reagieren werden. Gemeinsam wird uns das gelingen. Bis dahin aber erst einmal erholen Sie sich, atmen Sie durch, wenn möglich gönnen Sie sich eine große Pause. Sie wissen am besten, was für Sie gut ist, wie das auch am besten für Sie selbst umzusetzen ist, ob das eine Ferienreise oder Auszeit zu Hause oder ein dickes Buch oder eine Fahrradtour oder eine andere Art von Erholung oder Müßiggang bedeutet. Im Herbst starten wir dann am 2. November
später als ursprünglich mal geplant in die Vorlesungszeit. Auch das kommende Wintersemester wird nicht wie üblich sein. Vieles wird wieder online stattfinden müssen, aber wir wollen selbstverständlich immer mit der gebotenen Rücksicht zumindest kleinere Veranstaltungen in großen Hörsälen möglich machen. Praktika und Laborübungen sollen im Labor stattfinden können. Und die Erstsemester wollen wir live und in Farbe auf unserem wunderbaren grünen Campus in Dahlem begrüßen, der dann im Herbst eher bunt als nur grün ist. Und nach dem Winter kommt der Sommer und dann, hoffe ich, haben wir die Corona-Krise im Wesentlichen hinter uns. Dann soll es auch wieder einen Campus-Run geben und dann kommt auch das große Sommerfest der Freien Universität, auch als ein Dankeschön an Sie alle für Ihren Einsatz, Ihr Engagement, für Ihre Kreativität und für das Durchhalten in diesen schwierigen Zeiten. Das ist ein guter Grund zum Feiern und ich freue mich darauf. Ich wünsche Ihnen allen bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.